Auswärts müssen wir uns einfach extrem steigern, dass wir in der Bundesliga gut dastehen, dass wir jetzt einfach dranbleiben. Du scheinst so der Mr. Unkaputtbar zu sein. Du hast bislang jedes Pflichtspiel in dieser Saison beim BVB auf dem Rasen gestanden. Ja, ich probiere gesund zu bleiben. Ich glaube, das probiert aber jeder Sportler. Da gehört auch ein Quäntchen Glück dazu. Da gibt es kein besonderes Rezept oder Geheimnis, sonst wird es jeder machen. Bin dankbar und froh, dass ich gesund bin und hoffe, dass ich das auch bleibe. Du hattest jetzt ein paar Begegnungen beim Autogramme schreiben an der Tankstelle oder so, dass Fans dir auch mal, das ist im Ruhrgebiet ja oft so, schon relativ direktes Feedback gegeben haben. Also was haben dir die Dortmunder so mitgegeben? Wie finden die deinen BVB-Fußball? Das ein oder andere Mal ist mir das schon passiert. Wir haben natürlich bisher eine sehr wechselhafte Saison gehabt. Also ist mir schon in beide Richtungen passiert. Ich glaube, dass wir zu Hause schon sehr gute Spiele gezeigt haben, sehr erfolgreiche Spiele. Besonders, glaube ich, gegen Leipzig eine sehr gute Leistung gezeigt haben, aber natürlich auch auswärts noch sehr, sehr viel Luft nach oben haben. Da muss man auch ehrlich sein. Und da hatten wir auch schon das ein oder andere Spiel, das uns so nicht mehr passieren sollte, Stuttgart zum Beispiel. Deswegen, ja, die Menschen sind sehr offen, sehr direkt hier. Mir ist es in beide Richtungen schon passiert, aber das ist okay für mich. Jetzt hast du in den letzten 3 Spielen auf einer neuen Position gespielt, rechts hinten in der Viererkette. Inwiefern ist dein Austausch mit Lukas Piszczek in den letzten Tagen oder Wochen intensiver oder stelle ich mir das nur von außen so vor? Nee, schon intensiver. Er probiert mir Ratschläge zu geben, wir sprechen über gewisse Situationen, offensiv wie defensiv, weil ja, er natürlich eine enorme Erfahrung hat auf der Position und einfach ja, mir da extrem viel helfen kann. Ich bin auch einer, der nach den Spielen sich seine Szenen nochmal anguckt oder mit ihm ein paar Sachen durchgeht, wenn ihm was auffällt. Das ist schon wichtig, dass man da Feedback bekommt. Und dass man sich auch verbessert. Du kriegst auch während des Spiels wahrscheinlich jetzt mehr Feedback, wenn du direkt neben der Bank immer rauf und runter läufst. Zu laut bei uns im Stadion, das kriege ich nicht mit. Da ist mein Fokus auf dem Spiel. Manchmal, wenn ich direkt vor Nuri stehe, kann es passieren. Aber in der Regel nehme ich es im Spiel nicht wahr. Wir sehen Spieler, die viel miteinander reden während des Spiels, in jeder Spielpause, die sich für keinen Laufweg zu schade sind, die definitiv an Grenzen und auch über Grenzen hinausgehen mussten in den letzten Tagen. Inwiefern würdest du sagen, stimmt dieser Eindruck, dass euch diese Situation so augenscheinlich noch mehr hat zusammenrücken lassen? Ja, es kann schon sein, weil wir natürlich in einer sehr schwierigen Situation waren, dann nur ganz wenige Spieler zur Verfügung haben, dass man dann nochmal so ein ja, noch enger zusammenrückt. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir das auch hinbekommen, wenn alle fit sind. Aber ja, ich glaube, wenn du allein die Laufstatistiken siehst in den letzten 2 Spielen, wenn wir über die Basics reden, über den Einsatz, waren wahrscheinlich unsere 2 besten Laufleistungen in der ganzen Saison, wo man darüber redet, dass wir am Limit sind. Also schwierig ist, wir kamen aus Wolfsburg aus 120 Minuten gegen Leipzig und haben unsere beste Laufleistung gezeigt. Ich glaube, das sind so Sachen, dass es von der Einstellung her schon mal stimmt. Aber ja, ist natürlich wünschenswert, dass die auch stimmt, wenn alle gesund sind. Wir spielen auswärts. Natürlich müssen wir uns da extrem steigern. Wir müssen einfach den Kampf annehmen. Wir müssen wieder, was die Basics angeht, mindestens genauso gut sein wie Mainz. Und danach wird man erst gewisse Qualitäten sehen. Andersrum funktioniert es nicht im Fußball. Deswegen müssen wir wieder bereit sein, auch ja, über Grenzen zu gehen. Jeder muss die Wege machen, nach vorne und nach hinten. Nur so kann man sich einander helfen. Das heißt, dass die Abstände eng sind. Dann kann auch einer mal einen Fehler machen, dann ist der Nebenmann da. Und genauso muss es sein wie die letzten Spiele. Und das muss jetzt einfach zur Normalität werden.